Welcome back auf meinem Kanal, Fragrance Talk hier wieder. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr das erste Mal hier drauf seid, dann drückt die Glocke, abonniert mich. Ich würde mich natürlich freuen, weil wenn ihr genauso eine Freaks-Fans von Düften seid wie ich, es seit Jahren bin, dann bleibt einfach hier auf dem Kanal. Das ist einfach Fakt. Ja, ich sage euch heute, weil immer wieder die Frage kommt, lohnt sich Boss Bottle noch? Ja, lohnt es sich? Lohnt sich dieser Duft noch, der ja seit ewigen Zeiten bei Douglas zum Beispiel in den Top 10 ist? Ich glaube immer noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er da ewig drin. Ein Duft, ja, man sagt ja immer so der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, man könnte auch sagen, der American Pie Duft, der Apfelkuchenduft. Ja, aber wir wollen nicht ganz übertreiben. Der Duft aus meiner Sicht lohnt sich noch. Warum? Warum ist eigentlich ganz klar? Weil erstens, ihr bekommt immer noch von Frauen Komplimente ohne Ende. Es ist Latte, wie alt der Duft ist. Es ist Latte, wie stark der Duft ist. Andere Leute nehmen diesen Duft wahr. Vor allen Dingen Frauen und im Büro. Und er funktioniert einfach immer noch und ist beliebt. Deswegen habe ich hier 200 ml. Ganz einfach. So, was soll man da noch zu sagen? Man könnte zwar sagen, wir gehen zum Intense. Ja, das Problem ist nur, dass das super schöne Intense, was wirklich in die ältere Richtung ging, von den alten Boss Bottle von ganz früher, leider eingestellt worden ist. So, da kommen wir dann wieder dazu. Ja, zu diesen, wir stellen mal kurz was ein. Ich bin froh, dass ich noch was habe davon, weil es ist zwar ein sehr geiler Duft, aber 150 € dafür möchte ich nicht ausgeben. Ganz ehrlich nicht. Fakt, egal wie geil er ist. Vielleicht sollte man den, bevor Sie ganz auf die Idee kommen, es wird zwar absolut hohl, den auch einzustellen. Vielleicht sollte man den nur einfach, also bitte Boss, ein bisschen stärker machen. So, es gehen ja wieder Düfte in Richtung, ja, so wie Parfüms Mali Herod zum Beispiel, ist jetzt kein Vergleich vielleicht, aber auch ins Stärkere wieder. Bitte macht das auch bei diesem Duft, weil dann ist alles easy und tutti frutti. Weil dieser Duft ist einfach zum Niederknien. Und wie gesagt, jeder mag ihn. So, fast jeder. Wir wollen nicht übertreiben. Ja, es ist einfach die Vanille, denn dieser Apfel, das passt einfach. Deswegen Apfelkuchen, Style ähnlich. Ja, und ja, er hat vielleicht nicht mehr so viel Power, aber beliebt ohne Ende. Und wie gesagt, nicht nur bei Frauen, sondern auch Männer mögen den. Vielleicht sagen, es gibt natürlich, da muss man, die gibt es überall. Leute, die meckern, die sagen, ja, den kann ich jetzt nicht mehr riechen. Aber im Endeffekt benutzen sie manchmal selber, da kenne ich so ein paar von. Und ja, es ist interessant. Dieser Duft läuft einfach. Und es ist wirklich schade, dass das Intense Eau de Parfum wirklich, oder es ist ja komplett das Intense eingestellt ist. Erst das Eau de Toilette, dann das Eau de Parfum. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Tut mir leid, Hugo Boss. Warum auch immer. Aber es ist einfach euer Duft. Es ist doch die Legende. Da gibt es noch andere Boss-Düfte, ganz früher. Da wollen wir jetzt nicht, ne? Es gibt da noch auch ganz andere Boss-Düfte, die so animalisch, richtig so männlich früher. Aber wo es das erste Mal umgesprungen ist, so ein bisschen ins Süße und so weiter, ist das der Duft. Und wenn ihr einen schönen Vanille-Apfelduft haben wollt, nehmen wir mal Layton weg von Parfüms Mali, der auf jeden Fall auch weit teurer ist. Dann ist dieser Duft einfach das Ding. Ja. So schaut es aus. Also Boss Bottle für mich immer noch zu benutzen. Es funktioniert einfach. Er ist beliebt bei Frauen, selbst bei älteren Frauen und so weiter und so fort. Er ist allgemein beliebt, weil er eckt einfach nicht an. So, und die Leute, die ihn einfach kacke finden und sagen, geh mal weg mit dem Mist, werden die so nicht darauf ansprechen. Höchstens sagen sie, ja, riecht wieder das übliche Boss Bottle. Oder was man da alles so hört über diesen Duft. Ja, aber was soll's. Er ist noch gut, funktioniert. Also lasst euch nichts einreden. Ihr sollt so und so den Duft tragen, den ihr am besten findet. So, wenn ihr wenn ihr 1 Million zum Beispiel gut findet. Ich kann da auch irgendwann noch mal ein Video machen. Ich weiß es noch nicht. Überlege ich mir noch mal. Funktioniert 1 Million noch? Ich habe ja gehört, dass das Elixier von 1 Millions kommen soll. Ich bin gespannt, weil das Sauvage Elixier riecht ja ganz anders schon als die anderen. Deswegen bin ich gespannt, ob das kommt. Das wäre vielleicht nice. Ich war ein großer Fan dieser Reihe. Ich hatte das 1 Million von Anfang an. Dann ging es irgendwann nicht mehr. Dann habe ich mal ausgetestet, 15 Sprüher. Kein Mensch hat was wahrgenommen. Komisch. Ja, und das Parfüm, was jetzt rausgekommen ist, finde ich gut wieder. Es ist gut. Der beste ist einfach der Privé eingestellt worden.
wieder die besten sterben jung, einfach die guten werden eingestellt. Habe ich ein Glück auch noch 100 ml. Und dann gibt es den Lucky noch, der mit der Haselnuss. Ist genial, passt auch. Und deswegen sage ich euch, tragt doch einfach, was ihr wollt. Ne? Natürlich mache ich euch, oder wenn ihr fragt, ich mache diese Videos oder auch von mir aus nochmal Anregungen an Hugo Boss. Ich werde unten verlinken, den Duft natürlich, also haut rein, vielleicht auch die 200er hier. Er funktioniert einfach, Leute, er funktioniert einfach. So Leute, dann macht's gut, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.